Herr Windgassen, wie sind Sie Sänger geworden? Wie ich Sänger geworden bin. Der Vater war Sänger und so hat mich die Liebe zum Theater auch angesteckt und ich wollte also auch singen. Vater sagte aber, erst was Praktisches. Und so wurde ich Volontär, technischer Volontär im Staatstheater in Stuttgart. Den Erfolg dieser Tätigkeit haben Sie vorhin unten gesehen. Und habe nebenher auf der Musikhochschule dramatischen Unterricht genommen, in der Schule vom Vater. Dann musste ich zum Militär und ging dann nach Pforzheim ins Engagement. Habe dort die erste Partie meines Lebens, den Alvaro in Macht des Schicksals, gesungen. Und nach der Zeit, 1945, habe ich dann in Stuttgart vorgesungen und wurde dort von Generalintendant Kehm engagiert. Diese Tätigkeit ist nun ja allen Stuttgartern jetzt auch bekannt und habe dort im ganzen Fach eigentlich die ganzen Tenorpartien gesungen mit dem Blick langsam auf das deutsche Fach. Aber Ihre erste Zeit in Stuttgart war nicht so ganz glücklich, wie ich weiß. Nein, die erste Zeit war etwas komisch. Ich habe angefangen hier, weil das Theater ja nur sehr bedingt spielen konnte, habe ich angefangen mit Fledermaus, den Alfred. Und das war auch nicht das Richtige. Ich habe lange nicht Theater gespielt, weil ja dieses Jahr Pause dazwischen lag. Dann die große Stuttgarter Bühne und alles drum und dran. Also ich kriegte meine Kündigung. Man könnte mich nicht so verwenden, wie das vielleicht notwendig wäre. Und ich verlangte aber damals, dass ich wenigstens in dem Jahr, wo ich noch engagiert war, eine Partie zu singen bekam, und zwar den Hoffmann, in Hoffmanns Erzählung. Und diese Partie fiel Gott sei Dank so gut aus, dass ich sofort einen 2-jährigen Vertrag nach Stuttgart wieder bekam. Und seit dem Zeitpunkt bin ich nun hier. Wie kamen Sie nach Bayreuth? Nach Bayreuth sehr nett. Wir haben hier dann auch Operette gespielt, unter anderem die schöne Helena von Offenbach. Und zufällig hat mich Wieland Wagner in dieser Oper gesehen. Und so hörte er mich als Paris und ließ mich im Oktober 1950 nach Bayreuth kommen zum Vorsingen auf der großen Bühne des Festspielhauses. Und seit dem Zeitpunkt bin ich nun in Bayreuth und singe alle großen Partien dort 10, 12 Mal in den Sommerfestspielen. Sie haben ja schon ein gewisses Jubiläum dort erreicht. Ja, ich habe dieses Jahr neben dem 120. Tannhäuser, den ich in meinem Leben gesungen habe, habe ich den 150. Tristan in Bayreuth gesungen. Haben Sie nun nicht genug von dieser Rolle? Ja, das will ich nicht sagen. Es ist immer wieder eine große, schöne Aufgabe. Man wird vielleicht ein bisschen flüssiger, wenn man ihn oft hintereinander singt. Wenn man ihn, sagen wir mal, so 4, 5 Mal in einem kurzen Zeitabschnitt singt, dann ist natürlich klar, dass man langsam tritt eine Gewohnheit ein, nicht? Aber ich singe ihn immer wieder gern. Herr Windgassen, warum haben Sie sich auf Wagner-Opern spezialisiert? Das kommt erstens dadurch, dass ich durch meinen Vater sehr viel Wagner-Opern gehört habe und zweitens durch die Spezialisierung der Fächer sowieso. Sind Wagner-Opern nicht körperlich besonders anstrengend zu singen? Doch, das sind sie schon allein durch die Stundenzahl, das sind immerhin 4, 5 Stunden. Und eben dann diese kolossale, starke Beanspruchung durch das große Orchester. Und wie äußert sich die körperliche Anstrengung bei Ihnen? Die körperliche Ausstellung, dass man eben am Schluss einer solchen Oper immerhin seine 2, 3 Kilo verloren hat. Es gibt das böse Wort vom Schlafwagensänger. Kritiker und Publikum bespötteln damit die Sänger, die von einem Theater zum anderen reisen, von der Metropolitan zur Scala und so weiter. Wie sieht es bei Ihnen damit aus, Herr Windgassen? Ja, was heißt Schlafwagensänger? Es hat sich eben so ergeben im Laufe der Zeit, dass die kleineren Bühnen eben auch mal einen Sänger haben wollen, der durch Rundfunk und wie gesagt auch Fernsehen eben bekannt geworden ist, und den wollen sie mal nur in Wirklichkeit sehen. Und so kommen die Einladungen. Sie singen also tatsächlich auch in kleineren Opernhäusern? Ja, das tue ich schon, wenn ich eine Einladung bekomme. Zum Beispiel an welche? Wo man so sagen,
kleinere Häuser. Ich habe auch schon in Ulm gesungen und komme ab und zu mal wieder nach Pforzheim, wo ich ja mal angefangen habe. Herr Windgassen, singen Sie auch moderne Opern? Wenn es unbedingt sein muss, ja. Sie sagen, wenn es unbedingt sein muss. Sie singen also die modernen ungern. Ja, ungern, weil es für mich einfach nichts mit der menschlichen Stimme in der Form zu tun hat. Die menschliche Stimme ist doch etwas Besonderes. Das ist doch kein Instrument wie ein Geigenkasten oder wie ein Klavier oder irgendetwas. Und wenn etwas für eine menschliche Stimme geschrieben steht, dann ist das die Würde dem Menschen, die dem Menschen zukommt. Und das ist keine Unterordnung in einen Orchesterklang. Und deswegen habe ich für diesen Klang nicht allzu viel übrig. Tut mir nicht gut in meinen Ohren. Ich muss immer einen Cognac trinken, wenn ich sie gehört habe. Herr Windgassen, Sie singen meist ernste Partien. Passieren Ihnen da auch manchmal heitere Erlebnisse? In Pforzheim hatte ich eine Vorstellung, Freischütz. Und die Vorstellung ging ganz gut bis zum letzten Akt. Der Schuss fällt, die Agathe stürzt zu Boden und ich nehme sie in meinen Schoß. Und währenddem wir runterknien, kommt ein ganz komisches Geräusch. Und ich sage zu meiner Kollegin, du, bei dir ist das Kleid zerrissen. Und daraufhin sagt sie, nein, bei mir nicht, so ganz still. Wir sprechen so, was man draußen nicht sieht. Und in der Minute merke ich, dass es bei mir kühl wird. Und ich sage ihr ganz still, du kannst beruhigt sein, es ist bei mir geplatzt. Und was war geschehen? Die Hose war im Schritt von einem Knie zum anderen Knie aufgeplatzt und ich stand in der Unterhose da. So, jetzt geht's los. Herr Kammersänger Windgassen, bitte zu Ihrem Auftritt auf die Bühne. So. Auf geht's. Danke. Herr Windgassen, Sie stehen jetzt kurz vor Ihrem Auftritt. Haben Sie Lampenfieber? Lampenfieber, nein. Ich habe eine große Freude an meinem Beruf und wenn ich gesund bin, dann singe ich sehr gerne und da gibt es kein Lampenfieber. Jetzt gehen wir zum Auftritt.